Die Themen im heutigen Zocker-Lounge-Wochenrückblick sind: Valheim am 10.06. für Mac. The First Explorers übertrifft alle Erwartungen. Builders of Greece mit erster Roadmap. Großer Manor-Lords-Patch endlich für alle. Farthest Frontier erhält weiteres Kampfsystem-Update. Und es gibt endlich ein kleines Lebenszeichen zu Colonia Prima. Es war das Highlight für gescholtene Mac-Gamer diese Woche. Valheim, welches bereits Anfang 2021 neben dem PC auch für alle Xbox-Konsolen erschien, bekommt nun endlich seinen Mac-Port am 10. Juni. Damit Spieler auch hier nicht lange nach Koop-Partnern suchen müssen, wird das Spiel auch hier direkt zum Start über Crossplay zu allen anderen Plattformen verfügen. Das spannende Solo-Projekt The First Explorers, welches auch hier tief in der Community von Anfang an verwurzelt ist, hat endlich seinen hochverdienten medialen Durchbruch geschafft. Das von Sebastian Buchwald gestartete Siedler-Projekt, welches sich im Gegensatz zu Ubisoft korrekt an die Siedler 3 und 4 orientiert und sich damit einer seit Jahren riesengroßen Marktlücke bedient, erfährt nach Veröffentlichung des ersten Gameplay-Materials durchweg positives Feedback und findet vor allem auch bei der Presse positiven Anklang. So konnte das selbstproduzierte Gameplay-Video auf dem noch jungen Explorers YouTube-Kanal bereits in kürzester Zeit über 100.000 Aufrufe verzeichnen, was sich auch an einem beeindruckenden und sprunghaften Anstieg im Wishlist-Ranking auf Steam widerspiegelt. Alle Details und Infos zum Spiel erfahrt ihr natürlich auch weiterhin ausführlich in den Zocker Lounge Explorer News. Mit Builders of Greece ist Entwickler Plum Entertainment ein durchaus interessanter Anno-Klon in der Antike gelungen, der aber zum Early Access-Beginn noch mit vielen technischen Problemen zu kämpfen hatte und daher aktuell nur über mittelmäßige Steam-Rezessionen verfügt. Jetzt soll alles besser werden und die nun vorgestellte Roadmap den Titel langfristig im Gespräch halten. Mit dem Segen des Olymps steht bereits seit dem 7. Juni die erste Content-Erweiterung bereit, welche ein neues Göttersystem integriert hat. In Zukunft sollen hier dann noch unter anderem Politik, antike Helden und viele neue Szenarien folgen. Hat Manor-Lords ein Problem? Dem zunächst fulminant gestarteten Mittelalter-Epos laufen die Spieler laut SteamDB in Scharen weg. Weswegen wieder eine Debatte losgetreten wurde, ob es sinnvoll ist, Spiele sehr früh im Early Access zu veröffentlichen. Denn gerade Manor-Lords geht speziell im Late Game zu früh die Luft aus. Spannende Features wurden zwar angedeutet, aber ohne Roadmap nicht versprochen oder explizit angekündigt. Entwickler Greg kann sich aber ganz entspannt zurücklehnen. Mit bereits über 2 Millionen verkauften Kopien hat er bereits jetzt genug Geld verdient, um nie mehr in seinem Leben arbeiten zu müssen. Er kann sich jetzt somit ganz auf sein Hobby konzentrieren und völlig ohne Druck am Titel weiterarbeiten. Um Game Pass und GOG-Spieler nicht zu vernachlässigen, wurde das bisher nachgepatchte und überarbeitete nun für alle Versionen veröffentlicht, welche den Titel schon deutlich runter machen, aber noch keinen nennenswerten neuen Content ergänzen. Also Hand aufs Herz, spielt ihr noch Manor-Lords? Gerne mal in die Kommentare damit.
Ein weiteres Aufbauspiel mit ähnlichem Problem ist Farthest Frontier, welches sich langsam dem Ende seiner Early Access Phase nähert. Allerdings sind hier die Spielerzahlen seit Monaten auf einem konstant hohen Niveau, weshalb man hier viel richtig gemacht hat und das Spiel auch ständig um sinnvolle Dinge wie ein neues Kampfsystem und weitere Mechaniken und Gebäude erweitert hat. Mit dem nun kommenden Update 093 können Militäreinheiten, welche sich mittlerweile direkt wie in einem RTS steuern lassen, in ebenfalls RTS-typische Gruppen zusammengefasst werden und dann über die Taste 1 bis 9 direkt komfortabel auswählen lassen. Außerdem werden Bogenschützen nochmals überarbeitet, welche sich dann schneller bewegen sollen und sich dann auch automatisch aufrüsten können, sobald deren Pfeile ausgehen, anstatt wie bisher dann in den Faustkampf überzugehen und in der Regel dabei das Zeitliche segnen. Noch in diesem Juni möchte man euch dann mit einer abschließenden Roadmap versorgen, die dann alles noch Kommende bis zum Full Release enthalten soll. Lebt Colonia Prima noch? Nachdem man pünktlich zum einjährigen Bestehen auf der Zocker-Lounge LAN im November 2023 einen ersten kurzen Teaser präsentieren konnte, wurde es schlagartig ruhig um den Titel, der mal als inoffizieller Nachfolger zu Die Siedler 3 und 4 fungieren soll. Übrigens habe ich für die diesjährige LAN im November in Frankfurt am Main, auf der die Siedlererben in irgendeiner Form wieder vertreten sein werden, noch Plätze frei, also meldet euch gerne an. Jedenfalls gab es jetzt in Form eines Instagram-Posts ein kleines Lebenszeichen. So soll sich im letzten halben Jahr viel getan haben, was man dann in Kürze vorstellen möchte. Fokus lag wohl auf einem Tag- und Nachtwechsel sowie dem Kartengenerator und neuen Gebäuden. Sobald die Infos da sind, werde ich euch hier in einem Extra-Video ausführlich auf dem Laufenden halten. Also, gerne Abo dalassen und so. Und in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, und bis zum nächsten Mal.